Hallo und guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zum 24.02.2029 und auf dem Kanal RawVideo bei Sida für spontane, improvisative, dokumentarische und authentische Videos. Ich bin Klaus von der älteren Generation, der Babyboomer auf dem Weg ins On-Life. Und das ist das Programm dieses Kanals, dieses Vlogs, dieses Channels, in dem es darum geht, die Transformation in die digitale Gesellschaft, die sich hier bei mir im Kleinen vollzieht, an der ich mitwirke und partizipiere, die zu dokumentieren und festzuhalten und auch zu beobachten, inwieweit ich mich dabei verändere. Also in diesem Sinne bin ich auch ein bisschen Altersforscher in eigenen Angelegenheiten und beobachte den eigenen Abbau und den eigenen Verfall. Ja, das findet meistens in 5 Hauptpunkten statt, also Thema On-Life, Thema Ernährung, Thema Lektüre, Medien, Gesundheit. Und ich beginne mal mit Thema On-Life. Das war gestern ein zäher Tag. Ich habe bis heute Morgen um 4 Uhr Videos bearbeitet und hochgeladen. Das Hochladen dauerte vor allen Dingen lange, weil jetzt die neuen Videos, die sind auch wieder sehr lange. Und das dauert dann entsprechend länger mit dem Hochladen. Ja. Zweiter Punkt. Ja, bei den Videos habe ich also gestern 2 Essensvideos gemacht. Dann Firma ETS steht für den Simulator. Firma ETS und ein Sesselwort, genau. Also viermal Gaming, zweimal Essen und einmal Sesselwort. Also 6, 7 Stück gestern. Und damit bin ich gestern auf 137 gekommen. Ja, wir haben noch ein paar Tage. Ich müsste vielleicht 160, 170. Ich könnte vielleicht in die Zielregion vorstoßen und es schaffen. Ich muss mal ausrechnen, wie viele Tage es noch sind. Dann mal 5 Tage auf jeden Fall. Heute ist der 24., 25., 24. Dann haben wir noch den 25., den 28., 29. Also 5 Tage auf jeden Fall noch. Und 5 mal 7 sind 35 bei dem Tempo. Oder sagen wir mal 5 mal 6. 5 mal 6 waren 30. Das heißt 160 und das heißt, damit käme ich auf 167. Ja, das ist okay. Das ist sogar das Zielbereich. Trotz verkürztem Monat und trotz vieler Pannen in diesem Monat. Ich hatte ja erst den kompletten Systemabsturz hier, den Systemwechsel hier zu verkraften. Alles neu, alle Programme neu aufgespielt, kompletter Datenverlust und so. Alle Programme wieder neu installiert. Das hat einiges an Zeit in Anspruch genommen. Und dann hatte ich auch mehrere Tage Pause beim ETS. Da hatte ich mich dann selber rausgelöscht und konnte nicht mehr aufnehmen. Aber mit dem neuen System ging das dann. Ja. Und ja. Ja, Thema Nummer 2, Gesundheit, Beine. Ja, gehen heute. Gehen heißt
Es zwickt und zackt noch, aber keine gravierenden Schmerzen beim Gehen. Beim Stehen habe ich oft, dass die Beine eingeschlafen sind. Und beim Sitzen, da denke ich am Sitzen sowieso. Und da liegen auch und morgens bin ich noch ein bisschen steif, aber das könnte vielleicht normal sein. Ich weiß nicht genau, was normal ist, was bei anderen normal ist, was bei mir normal ist. Was also im Durchschnitt vorkommt. Ja, dann Punkt Nummer 3, Ernährung, ja, Smoothie haben wir gerade gemacht hier. Und auch aufgenommen. Der kommt dann heute Abend, der Smoothie von heute. Und heute ist Montag, sagte ich schon, 24. Heute ist der sogenannte Rosenmontag. Kein Feiertag, aber so ein inoffizieller Feiertag. Ja, und dann haben wir bald Aschermittwoch. Am 2 Tagen. Ja, dritter Punkt, Ernährung. Sind wir gerade dabei, ich sprach vom Smoothie. Ich habe gestern auch das Podcast abgehört. Ich glaube, was war das, 12 oder so von der Schokolade. Es ging auch wieder um wissenschaftliche Studien. Und zwar hat man jetzt untersucht, warum oder behandelt in dem Punktkolleg die Thematik, warum so bestimmte Lebensmittel ja auf einmal favorisiert sind. Dass also Schokolade schlank machen soll oder dass Avocados besonders gesund sein oder in meinem Fall Brokkoli gegen Krebs werden und so weiter. Und diese Mythen, die da entstehen, das ist kein Wissen, das sind Mythen, die darüber muss man erstmal aufgeklärt werden. Weil tatsächlich, es weiß keiner, wie eine Ernährung funktioniert. Es weiß keiner, was gut ist und schlecht ist und was gesund ist. Das weiß keiner. Das weiß die Menschheit nicht. Sie wissen zwar, wo der Mond ist, wie man da hinkommt, aber ob jetzt eine Apfelsine gesund ist oder nicht, das kann man nicht sagen. Das kann man nicht belegen wissenschaftlich. Manchmal weiß man immerhin, was die Leute krank macht. Aber was die gesund macht, das weiß man nicht. Genauso wie wenig man weiß, wie das Gehirn funktioniert. Man weiß zwar schon einiges, aber noch lange nicht alles. Wie das zusammenwirkt, wie das gespeichert wird und so, das weiß man nicht. Da gibt es verschiedene Hypothesen, aber keine harten Belege dafür. Ja, dann wurde ausgeführt, dass die Medizin also mit Interventionsstudien arbeitet. Und das bedeutet, dass man 2 Gruppen einteilen kann, Doppelblindstudien und so. Die eine Gruppe bekommt das Medikament, die andere bekommt Placebo. Und dann kann man dann feststellen, wo sich da Veränderungen ergeben haben, bei welcher Gruppe. Doppelblind heißt dann, dass auch diejenigen, die die Untersuchung leiten, auch die wissen nicht, wer was bekommen hat. Um so alle Verfälschungen, psychischen Beeinflussungen und so weiter auszuschalten. Ja, und das Dumme ist jetzt, dass man das bei der Ernährung nicht machen kann. Von daher hat man da gar keine Möglichkeit, jetzt erstmal muss man das viel länger beobachten, weil die Nahrung, die wirkt ja oft über Jahre oder Jahrzehnte eine Umstellung und dann muss man auch dafür sorgen, dass die Umstellung auch eingehalten wird.
Also zum Beispiel jetzt, ob ein Vegetarier gesünder lebt, länger lebt oder wie auch immer, das kann man nicht sagen. Kann man nicht ermitteln, objektiv, wissenschaftlich. Dazu müsste man ganz lange Studien nachmachen und so. Oder man macht das heute über die Ethnologie. So Völker, die quasi nur vegetarisch gelebt haben, über einen langen Zeitraum und andere dann nicht und dann vergleicht man das. Ja, also das mal zum Thema Ernährung. Jetzt haben wir schon die nächste Folge unten. Da habe ich auch schon was gelesen zu. Da geht es mir jetzt um der Abschnitt da über die wissenschaftlichen Studien. Der beinhaltete also 3 Sendungen. Der ist jetzt abgeschlossen und jetzt kommt ein neuer Block an Themen, also ein neuer Themenblock. Das war mit dem Ich und was noch? Ja, weiß ich jetzt nicht mehr so genau, habe ich nur flüchtig gelesen gestern, von daher ist das schon wieder weg. Ja, nächster Punkt, Lektüre, habe ich gestern gelesen etwas Boxen. Ich habe den 3. Abschnitt in dem 4. Kapitel gelesen. 4. Kapitel der großen Jahreszeit geht es um die Behaglichkeitskrise. Ich verwechsel das immer mit Bequemlichkeit und so weiter. Also mit der Behaglichkeitskrise, das 3. Kapitel hatte die Überschrift die Erregungs- und die Emotionsindustrie und darin untersucht er, wie jetzt bestimmte neue Firmen quasi da das Internet infizieren mit Emotions. Er nennt dann auch Namen und Begriffe, die sind mir alle unbekannt, von denen habe ich noch nie gehört. Außer jetzt von Amazon oder von Analytics von Google. Das war die einzige Firma, die vorkam, aber die ich kannte. Die anderen kannte ich nicht. Also auch viele Ereignisse, die er da so beschrieben hat, kannte ich nicht. Die habe ich nicht mitbekommen, nicht real. Ja, Erkenntnis. Also jetzt kommt der 4. Abschnitt. Ich weiß gar nicht, um was es geht im 4. Abschnitt. Ich muss mal was holen. Ich habe das Buch hier liegen, 4. Abschnitt. Da geht es jetzt um das falsche Lob der Ignoranz. Ja, und dann habe ich hier wieder viel markiert. Der Aufstieg der Emotions- und der Erregungsindustrie. Also BuzzFeed kenne ich nicht. Eine Medienplattform, BuzzFeed, Spektakel Stories, Listicles und ja. Dann haben wir hier Chartbeat, kenne ich nicht, Spike kenne ich auch nicht, Tangle kenne ich auch nicht, Like Pulse kenne ich nicht, 10.000 Files kenne ich nicht, aber Google Analytics. Und die analysieren also das Netz und kommen zu
präziseren klassischen, besser als die Auflagen-Codenanalyse der Redaktionen und Internet-Interaktionsform der User in das C hat gekonnt. Ja, also das Ranking, Denken, Messbarkeit, Quantifizierung, faszinierten Kultur, eine eigene suggestive Kraft und animieren das Prinzip des sanften Paternalismus. Also das heißt, die Firmen, die geben dann so ein Thema vor und wir anderen, wir machen das dann nach. Wir lesen dann diese Artikel im digitalen Zeitalter. Da war von Viral Nova die Rede und von Upvoting, von The Dodo, von Playbass, von Heftig. Und es ging um Aufmerksamkeitspoker, um den nächsten viralen Hit. Ja, das muss man natürlich schon speziell beobachten, damit man das überhaupt wahrnimmt. Wenn man nur User ist, so wie ich, kriegt man das gar nicht so mit. Und beobachtet das gar nicht. Bullshit-Bingo nennt er das hier. Aufmerksamkeitsgerangel und Bullshit-Bingo. Bullshit-Bingo. Und das klassische Journalismus, der hat das zwar schon begonnen, aber noch nicht so extrem. Zum Ganzen noch extreme Formen, mit einer Relevanzverzerrung und dann exzessiv gebrauchte Technik der Verrätselung und der Neugierlücke, Curiosity Gap, erzeugt eine offensichtlich schwer mental aushaltbare Ungewissheit, die reflexhaft Aufmerksamkeit bindet. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen, ich hatte aber kein Wort davon, von der Neugierlücke oder von der Verrätselung. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen, dass die quasi dann nur noch so ja, was hat die eine Technik, die altbekannte und aber hier besonders exzessiv gebrauchten Techniken der Verrätselung, eine Neugierlücke erzeugt, die eine offensichtlich mental schwer aushaltbare Ungewissheit, die reflexhaft Aufmerksamkeit bindet. Im Extremfall ist in den Dramatisierungsprozessen, den mechanischen und datengetriebenen Polarisierung und der unmittelbaren Verschmelzung von Publikumsbeobachtung und Publikumsgeschehen angelegt und so weiter und so fort. Ja, also schon interessant und schon inspirierend, auch wenn ich nicht genau weiß, was ich jetzt damit anfangen kann mit dieser Information. Ich muss das Buch nochmal lesen, vielleicht sogar mehrmals, bis ich das da Intus habe. Es reicht nicht, es einmal zu lesen. Auch so Kritik der Vernunft kann man auch nicht nur einmal lesen. Das braucht man mehrmals und man braucht einen langen Atem dazu. Ich stehe jetzt schon 2 Monate an dem Band, immer wieder mit Pausen. Ja. Ich bin jetzt auf Seite 153, der hat nur 200 Seiten ungefähr, oder? 230 ungefähr. Und Kapitel 4 geht also nochmal 152. Jetzt haben wir das Lob der Ignoranz, das Falsche. Und dann kommt jetzt noch die Reputationskrise. Also er analysiert das Geschehen anhand von 4 Krisen: Wahrheitskrise, Diskurskrise, Autoritätskrise, Behaglichkeitskrise und die Reputationskrise.
und dann kommt er mit seinem eigenen Vorschlag an. Von seiner Utopie. Ja, das habe ich also gestern gelesen, ein paar Seiten darin. Und ja, Thema Nummer 5, Medien. Wir haben jetzt übrigens geschaut, gerade auf die Uhr, 5:12 Uhr. Medien war also gestern Tatort, habe ich nicht gesehen, aber dann nachher kam so einer, benannte das ist Degen oder Deger oder so ähnlich. Da habe ich einen Film gesehen im Fernsehen über einen Kriminalermittler, der dann versuchte herauszufinden, warum Mundlos und warum die gestorben sind, wer die umgebracht hat. Und hat dann Zweifel gesät, dass sie es hätten selber gemacht und dass dann auch andere Leute das hätten tun müssen. Ja. Und ja, das war es dann schon wieder gestern, ne? Dann habe ich diesen Film Degen gesehen und dann habe ich mal wieder, genau das war das letzte, was ich gesehen habe, das ging so bis 22 Uhr, bis 23:30 Uhr, glaube ich. Und dann habe ich wieder 2 Runden gedreht mit dem Spiel. Mit dem Trackspiel, mit dem LKW-Trackspiel, mit dem LKW-Simulationsspiel. Und bin dann gestern gefahren in Österreich, nach Österreich, von Zürich. Erst bin ich nach Zürich gefahren, von Zürich dann nach Innsbruck, von Innsbruck nach Graz, nach Salzburg und von Salzburg nach Graz. Und jetzt heute fahre ich vielleicht von Graz nach Bratislava und von dort müssen wir mal sehen, wo es hingeht. Da komme ich so in den Südosten, in den südöstlichen Bereich. Gestern habe ich auch eine Rangierübung hinbekommen, eine große. Also daran muss ich mich mehr üben, an diese großen Rangierübungen. Das muss ich mehr nutzen, um dann die Punkte auch zu bekommen und die Übungseinheiten zu absolvieren. Ja, ansonsten geht es mit dem Rangieren voran, das ist zu sagen. Und mit dem Fahren, ja eigentlich auch. Ich müsste mal die Schaltung ändern, vielleicht eine andere Automatik mal wählen und vielleicht auch mal dann sehen, dass ich da mit dem Linken und so, dass ich da besser klarkomme. Wenn ich abbiege, dass ich dann den Blick habe nach links und nach rechts. Und so nicht einfach in die Straße hineinfahre. Dann habe ich gestern einen Crash gebaut wieder. Da bin ich in eine Unfallstelle reingefahren, da habe ich nicht aufgepasst. Oder ich war so müde und so kaputt, ich wollte nur noch schnell die Sachen abladen. Und dann habe ich eine falsche Entscheidung getroffen. Und bin in den Unfall hineingefahren. Und dann wollte ich alles wegschieben, das ging aber nicht.
Ja, und schließlich habe ich mich abschleppen lassen. Das ging dann noch am schnellsten. Und von dort hatte ich noch 2 Kilometer bis zur Entladungsstelle. Also das war gestern wieder eine falsche Entscheidung. Ich war genervt und habe den Umweg nicht in Kauf genommen. Also vielleicht muss ich mal generell sagen, wenn ein Unfall ist, sollte ich auf jeden Fall den Umweg wahren. Der Umweg kostet nicht viel Zeit. Hat man vielleicht auch beim Umwegbereich die Möglichkeit, wieder was zu lernen. So wie letztes Mal die Abfahrt runter. Und dann bin ich die Auffahrt wieder hochgefahren und sie da. Und da war der Unfall nicht mehr da. Der Unfall war also gerade in dem Bereich der Auffahrt, nicht in dem der Abfahrt. Ja. Also da mal vielleicht die dann erkunden, wie sich das da verhält, welche Tricks und Möglichkeiten da